Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Abschiedshaus-Video. Hallo, สวัสดีค่ะ Nein, wir brauchen heute keinen Schnaps, wir brauchen einen klaren Kopf. Wir wollen euch über die letzten Entwicklungen zu unserem Haus informieren. Und wir haben hier auch eine Entscheidung getroffen für uns jetzt, die vielleicht schmerzhaft für den Moment ist, aber auf lange Sicht uns ein bisschen Ruhe geben wird. Ja, begleitet uns auf diese kleine Reise, wenn ihr möchtet. Es wird bestimmt spannend und interessant, uns beim Verlieren zuzusehen. Für die Zuschauer, die noch nicht unseren gesamten Kanal gesehen haben, die genau gar nicht wissen, worüber wir heute vielleicht reden, vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss. Also als wir im Jahr 2019 hierher gekommen sind nach Thailand, haben wir uns erstmal ein Haus gebaut, wie man das so als Auswanderer, wie man das halt als Aussteiger so machen möchte. Das ist das Land, was Maud gehört hat, Siem Reap, schön in der Provinz, 350 Kilometer weit weg von Bangkok, 500 Kilometer von Pattaya, immer schön zu fahren. Ja, so nach einem knappen Jahr war das Haus dann fertig gewesen. Wir haben dann hier angefangen, uns ein bisschen schon heimisch zu fühlen. Wir haben nach der Baustelle natürlich auch alle Dinge hier so ein bisschen schön gemacht, damit man also auch wirklich gut dort leben kann. Wir selber helfen, wir selber machen, ne? Genau, das meiste haben wir hier in Eigenleistung gemacht, obwohl wir natürlich keine Ahnung hatten von diesen Dingen. Ja. Aber Garten und vor allen Dingen kann man sich alles heutzutage im Internet anschauen, kann man sich Tutorials runterladen und mit ein paar freundlichen Helfern haben wir das dann auch wunderbar hingekriegt alles. Garage, Carport, kleiner Springbrunnen und so weiter. Kleiner Fischkoi-Teich, der also auch dann recht schön war. Alles so, wie man sagen kann, wo man sich dann wohlfühlt, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Zuhause, wo ich leben kann. Das sind alles so, Entscheidungen gewesen, ohne zu wissen, dass es mal diese C-Krise geben wird. Wir planen für unseren ruhigen Leben. Genau, das war so die Planung. Aber, deswegen machen wir das Video, es ist alles ein bisschen anders gekommen, als wir gedacht haben. Vorweg noch kurz gesagt, im Moment haben wir das Haus einem Onkel von Maud gegeben zum Überwachen, wie man das halt so in Thailand kennt. Onkel ist halt, ne, Lung, wie sagst du mal? Ja, Lung vorher, wie Vorname, ne? Genau, so ist das. Also ein entfernter, bekannter, natürlich auch ältere Herrschaften mit einem Sohn dazu, die sich also jetzt bereit erklärt haben, im letzten Jahr das für uns hier zu bewachen, schön zu halten und so weiter. Ja, ein paar Dinge, wir haben das Schöne, wir können hier nur Fotos zeigen, wir fahren jetzt da nicht extra hin, um dann ein Video zu machen und so weiter. Man sieht, ein paar Sachen sind schön, ein paar Sachen wie diese CCTV-Anlage, die wir vorher schon gebaut hatten, warum die jetzt dann nochmal an den Kabeln rumgefummelt haben, warum die neue Stromleitung gelegt haben. Wird wieder so ein Lieblingswort in diesem Video werden, wir wissen es nicht. Ja, auch von außen alles natürlich schon lange nicht mehr so schön, wie wir das hinterlassen haben. Warum man sich hier nicht mal drum kümmert, ein bisschen das sauber macht, das Gras wegmacht und so weiter. Ja, das wird ihr Geheimnis bleiben. Ihr kennt das auch von Thailand, ohne jetzt viel zu viel Blaming dazu betreiben. Aber die Leute kümmern sich halt um fremdes Eigentum nicht, um ihr eigenes meistens natürlich auch nicht. Und dann sieht das halt einfach mal irgendwann nach einer gewissen Zeit so aus. Das wussten wir aber, wir hatten ja vorher auch schon Bilder gehabt und wir waren ja auch vorher schon mal da gewesen noch. Wir haben es jetzt nicht 1,5 Jahre leer stehen, alleine gelassen. Aber es geht halt in diese Richtung und wenn man dann so ein bisschen hier reinzoomt, dann wird ein natürlich nicht deutlich besser. Das ist für eine 500.000 Koi-Becken aus Marmor. Ja, da muss man, das tut nicht nur weh, das ist ja teilweise auch wütend. Gut, jetzt sind die Bilder jetzt erst vor ein paar Tagen in der Regenzeit aufgenommen worden, sieht man auch überall Wasser und so weiter. Aber das sind so die Informationen, die wir jede Woche ungefähr mal so kriegen. Wir haben ja mit den Leuten nur telefonisch Kontakt, wir reden mit denen über Laien, also besser gesagt Maud redet über Laien, kauft mir dann einen großen Schnaps, damit ich die neuesten Bilder sehen kann. Es ist halt, sehr, sehr ungepflegt geworden, es ist alles auch nicht mehr in unserem Stil, so wo ich sagen würde, dass wir uns da wohlfühlen würden. Aber das, was wir von deinem Lungen da immer hören,
Alles ist super, alles ist perfekt, das läuft sehr, sehr gut. Wir Das hier brauchen gut kummen schon. kaum Geld. Siehst du? Wir sind sehr zufrieden, wie das hier alles läuft. Es ist alles sauber und ordentlich. Und da sieht man auch schon, wie so diese Thai-Mentalität von ordentlich und sauber doch zu unserer europäischen ein bisschen abweicht. Ich würde hier einen Vogel kriegen, die Leute sagen aber, oh, das ist perfekt alles. Natürlich, jetzt in der Regenzeit ist es schwierig, also hier das Gras klein zu halten, hier diese Bäume immer zu beschneiden und. Möchte ich gar nicht sagen, dass das ein leichter Job ist, das ist ein schwerer Job, aber wenn man sonst nichts zu tun hat. ที่รักดูมูสรุย Ich รุย bin อินคอบ völlig cool. Für mich ist das alles ja คันอีกอันเดส mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, das passt schon. เนี่ย Ja, die Hunde auch noch 2 Stück da. Auch hier wieder eine ganz lustige Geschichte. Normalerweise waren es schon 4. เนี่ย 2 sind angeblich weggelaufen. Ob man die verschenkt, verkauft oder was auch immer damit passiert ist, hinterfragen wir mal lieber nicht. Die offizielle Meinung ist, sie sind weggelaufen. Bleibt es dabei, เบสซ่า überhaupt kein Problem. Ja, auch hier alles ein bisschen wüst. Wie gesagt, es wird alles hingeworfen, es wird alles hingestellt, ohne dass wir da großartig was machen können. Man sieht es auch an den Bildern. Die versuchen es höchstwahrscheinlich schon so gut es geht ordentlich zu halten. Aber bei dem Versuch bleibt es natürlich auch. Es wächst alles durch die Regenzeit, ihr seht es auch an den Bildern, natürlich sehr, sehr schwierig, da das sauber zu halten. อีกเราคือมิล Ja, das tut Wenn gesehen. richtig weh, das tut mal richtig weh. Aber das ist halt einfach die Zeit im Moment. So sieht das im Moment bei uns zu Hause dort aus. Es ist nicht schön, es ist nicht das, was wir hätten machen wollen und was ich schon gar nicht hätte machen wollen. Und auch hier wieder Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. เนี่ย Hier ist der Hauptwassertank, der 1000 und wie viel Liter fasst. Warum man da so ein Sankashi-Haus drum เด็ก gebaut สี hat. แอดฟ้ากันอุ่นนะ Ja, das sowieso nicht. Also alles, was die hier so an Baumaßnahmen machen, alles, was die da Mein rumfummeln. Keine Ahnung, warum man hier ein Haus um einen Plastiktank gebaut hat. Wer auf diese Idee kam, naja. Zum Glück sind die Gartenmöbel noch da und noch einigermaßen gut. aber ich jetzt ich denke sehr ruhig in Kopf besser wenn keiner kummen Haus vielleicht unseren Haus auch nicht Nö, besser, das ist natürlich ne? ein richtiger Punkt. Hätten wir das leer gestanden, Ja. wären dort schon Diebe gewesen, die hätten Genau. alles rausgeholt, was zu Ja. holen ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, da stehen unsere Fernseher, da sind unsere Kleidung Ja. von Europa, da ist ja alles noch da, was wir brauchen oder was wir mitgebracht haben Ja. und so weiter. Das wäre mittlerweile alles weg. Und wenn man auch so die alten Geschichten immer hört, ja, da sind Fenster rausgebaut worden, Türen sind gestohlen worden. Also das ist ein bisschen abgelegen von der Stadt Phetchabun. Deswegen wäre das optimal auch für Leute dort. Ja. hat jemand kummen das ist auch gut Ja, und wenn jemand weiß, dass auch dort immer jemand ist, da sind die Hunde, dann Ja. ist, sag mal, die Gefahr von Diebstahl nicht ganz so groß, weil die Ja. Aircons und so weiter, das wäre längst weg gewesen alles. Deswegen, wir mussten hier so ein bisschen abwägen zwischen, verlieren wir alles komplett oder nehmen wir in Kauf, dass es einfach nicht mehr so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. เนี่ย Hier haben sie sich auch einfach ein kleines Haus hingebaut. Warum, Nicht wagen wieso, und- weshalb, erschließt sich uns auch nicht ganz. Aber das ist okay ist okay. Normal ist das der Platz für unseren Tennisplatz gewesen. ja genau War auch schon Plan. In Planung gewesen. Zement war schon bestellt gewesen. Aber dann kam halt die C-Krise. Und damit ist unser Tennisplatz auch erstmal gestorben. Jetzt haben sie sich da so ein kleines Haus hingebaut im Thai-Style. Warum auch immer. Es sollte hier, อุนเซน also ปาล์ม unsere Palmen sind gut. Hier hätte das alles ein bisschen schöner sein เมีย müssen. กลสนะ Ja, man sieht hier auf dem Foto im unteren Bereich auch ganz gut, wenn man sich nicht um den Fußboden kümmert und den sauber spritzt, wenigstens einmal die Woche, dann fängt der an zu schimmeln. อย่า Als wir gegangen sind, war der Zement noch schneeweiß ดูไว้ gewesen. ไทยสไตล์das ist nicht funktioniert bei Cement manchmal nicht sauber wie wir da Genau, so ist das, ja. So Das ist es ist mit okay. allem. Kann man mit leben, muss man mit leben. อย่า Ansonsten ist unser Tennisplatz jetzt so schön mit Gras bewachsen. Ja. Ja, ist ja ein Grastennisplatz, warum nicht? Ja, hier auch so ein bisschen Blick nach vorne zur Straße hin. Wenigstens haben sie versucht, das Gras einigermaßen zu schneiden. Also wir hatten viel schlimmere Sachen hier in den letzten Monaten schon gesehen. Jetzt haben sie, nachdem
Brot mal wieder ein bisschen auf den Tisch gehauen hat und der Verlangen ein bisschen Geld rausgehauen hat, haben sie wieder mal angefangen, das Gras ein bisschen zu schneiden, was ja auch nicht so das Schlechteste ist, wenn es nicht ganz so verwildert alles aussieht. Bäume wachsen natürlich auch jetzt wieder in der Regenzeit sehr, sehr stark, aber wenn man das Gras auf dieser Höhe lässt, ist das ganz gut. Das ist auch gut, es ist Farmland, da gibt es Schlangen, da gibt es alle möglichen Tiere. Vielleicht nicht gar nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen kurz hält. Und das machen sie dann auch. Man muss denen halt das immer wieder sagen. Auch nicht beim ersten Mal funktioniert es, sondern erst beim dritten, vierten, fünften, wenn überhaupt. Ja, unsere ganzen Pflanzen, die wir hier natürlich hatten, zum Zitronenplantage, von Obstbäumen, von Gemüse, ist natürlich alles weg. Jetzt Mais. Jetzt haben sie Mais angebaut. Warum hat man Mais angebaut? Weil dein Lieblingslung ein Fan von Hühnern ist und hat sich eine kleine Hühnerzucht dort aufgebaut. War mit uns abgesprochen gewesen, allerdings nicht beim Haus vorne, sondern hinten auf dem Farmland. Naja, dass die gleich mal vorne am Haus anfangen, dann Mais anzubauen und Hühner zu züchten. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Deswegen ist das jetzt auch alles hier ziemlich weggeräumt, alles ziemlich begradigt. Hier hatten wir eigentlich unsere Obstbäume stehen, Mango und was da alles angepflanzt war. Ja, Teakbäume auch abgehackt. Was soll man sagen? Wofür braucht man Schatten? Ja, kennt ihr von der Pattaya Beach Road? Wozu braucht man denn große Bäume mit Schatten, wenn man auch freie Fläche haben kann? Das ist okay. Das ist okay, damit kann man leben. Hier, sie versuchen es wirklich ein bisschen ordentlich zu halten. Es ist natürlich, wenn man daran denkt, wie viel Geld, wie viel Zeit wir hier reingesteckt haben in hier Obst und Gemüse. Hier standen früher mal Tomaten, Kohl. Gut, es ist halt so, es ist einigermaßen sauber. Mehr kann man nicht verlangen im Moment. Ich verstehe, jemand manchmal Senrai kann nicht alle kommen, ordentlich jeden Monat kann nicht. Nö, das schaffst du auch nicht alleine. Ja, ich verstehe. Aber sie hat jetzt ein bisschen nicht, jetzt langsam Kopf hoch, Entschuldigung. Alles gut, alles ist gut, alles ist gut. Wir müssen halt wirklich, wie gesagt, große Abstriche machen, zu sagen, okay, was wollen wir überhaupt? So, und damit kommen wir eigentlich auch zum Inhalt von diesem Video. Was wollen wir überhaupt? Also wir haben jetzt die letzten Tage mal wirklich ernsthaft darüber nachgedacht. Wir haben sehr, sehr viel diskutiert, um zu sagen, okay, was machen wir in der Zukunft? Wir haben das ja auch in anderen Videos schon öfter mal gesagt, wir haben nicht so wirklich das Interesse mehr an diesem Landwirtschaft, an diesem Farmleben und. Wir haben uns jetzt so ein bisschen hier in Pattaya, Bangkok so ein bisschen festgesetzt, kann man ruhig sagen. Und eigentlich haben wir das Gefühl, dass wir noch ein bisschen zu jung sind, um da wirklich auszusteigen, um nur noch da im Garten rumzuwühlen, um nur noch sich den ganzen Tag da um Tiere und Pflanzen zu kümmern. Der eine mögt das vielleicht als faul bezeichnen, aber ich würde es mal nicht so sagen, weil wir sind hier nach Thailand ausgewandert. Wir haben bislang, wo wir auf der Farm hier nur gebaut haben und so weiter, nur dort gearbeitet, haben nichts gesehen. Wir hatten eigentlich dasselbe Leben wie in Europa gehabt. Auf Europa natürlich eine andere Art von Arbeit, aber hier halt nur noch das. Da gab es keine Restaurantbesuche, da gab es keine Urlaube, da gab es nichts in irgendeiner Art und Weise. Und damit war das für unser Leben jetzt hier ganz, ganz anders die letzten 1,5 Jahre. Und wir haben einfach für uns beide jetzt entschlossen, wir machen uns da nicht mehr so viele Gedanken um diese Farm. Wir machen auch nichts weiter mit den Leuten, uns darum streiten und so weiter. Wir werden das einfach aufgeben. Wir werden einfach das so laufen lassen, wie das läuft. Geht gehen für ein bisschen was kümmern um unseren Haus, unser Land, ne? Genauso ist das. Wir lassen einfach so, sagen wir, die monatlichen Zahlungen weiterlaufen, damit die das nicht komplett dort verlassen und alles kaputt geht. Aber wir selbst planen erstmal nicht mehr dorthin zu gehen. Wir lassen die Finger davon, wir werden die auch nicht besuchen fahren und so weiter. Wir möchten uns jetzt hier in Pattaya oder in Bangkok, vielleicht auch in Hua Hin, nochmal ein komplett neues Leben aufbauen. Wir wollen doch mal anfangen zu schauen, was kann man noch machen? Weil das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das Land bleibt ja bestehen. Das Land wird wertvoller vielleicht in der Zukunft. Das Haus kann man immer wegreißen. Das ist völlig wurscht. Wenn das in 5 Jahren, in 10 Jahren zerfallen ist, dann ist es halt so. Reißt es jemand weg und die Sache ist erledigt. Aber wenn du so ein Stückchen Land hast und 10 Rai auch in Phetchabun hat einen Wert, das bleibt einem bestehen. Und so müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Ja, und das ist halt die Hoffnung. Und wenn die Leute glauben, dass sie da Hühner züchten müssen, dann sollen sie das einfach tun. Wir werden schauen, ob wir uns hier nochmal ein neues Haus kaufen jetzt werden
oder ob wir uns erstmal auf ein Miethaus oder Mietwohnung wieder einlassen für die nächste Zeit. Das steht jetzt als nächste Entscheidung an. Also hier definitiv werden wir nicht zurückkehren, das werden wir lassen. Wenn irgendwann mal ein Angebot auf den Tisch kommt, nicht das Haus zu kaufen, aber wenn das Angebot auf den Tisch kommt, das Land zu kaufen, dann werden wir uns über einen vernünftigen Preis vielleicht einigen können. Das kann 5 Jahre dauern, das kann 10, vielleicht kommt es auch gar nicht und irgendwann sind wir mal wieder in der Lage, okay, lass uns was Neues machen. Ja. Aber wenn wir heute zurückgehen, wir haben das mal grob kalkuliert, um die ganzen Dinge wieder aufzubauen, so wie wir die bräuchten. Geht nur geplant, ne? Jetzt wenn wir nochmal zurück oder anfangen wieder. Ja, wir haben eine grobe Planung gemacht. Wir würden bei ungefähr 1 Million Thai Baht liegen, um das alles wieder aufzubauen nach unserem Standard. Genau. Wir müssten die Leute wegjagen, was auch wieder schwierig ist, weil die haben sich jetzt schon da so ein bisschen eingelebt, eingenistet, um das mal zu sagen, was keine negativen Worte zu den Leuten sein können. Die tun, was sie können, die sind 20 Jahre älter als wir. Ja. Sie machen einen guten Job, soweit wie sie es können. Aber natürlich, wenn wir jetzt mit dem Gedanken spielen würden, Ende des Jahres, wenn hier in Pattaya das alles ein bisschen anders wird, zurückzugehen, dann müssten wir sie wegjagen. Dann müssten wir aber auch Ende des Jahres richtig viel Geld ausgeben, um das alles wieder hochzubringen. Und das ist irgendwie das, was wir nicht machen wollen. Wir haben uns jetzt gedanklich und moralisch davon komplett verabschiedet. Wir werden nicht mehr darüber diskutieren so viel. Ja. Wenn die Bilder wieder kommen oder wenn Geldforderungen kommen, werden wir da einen Deckel drauf machen und sagen, okay, es ist halt so, damit es halt erhalten bleibt, aber wir werden definitiv nicht mehr zurückgehen. Das bedeutet für den Kanal, ihr werdet in Zukunft wahrscheinlich ein paar Hausvideos, weil wir ein paar Besichtigungen machen werden, vielleicht ein paar Kondovideos wieder mehr sehen, weil wir uns da auch was anschauen wollen. Aber hier, wie gesagt, hier das Herz blutet, man sieht die ganzen Zerstörungen, man sieht alles, wo sich nicht drum gekümmert wird. Und wenn jemand für 500.000 Koi-Becken mit Marmor baut und die Leute züchten da drinnen dann Hühner, ja, also emotional ist das schon eine Achterbahnfahrt, das zu sehen, das zu wissen. Wir haben bis zum Knie im Zement, im Schlamm gearbeitet, wir haben all das da selber aufgebaut, aber es nutzt nichts. Ich weiß nicht, wie Anfang operieren erstmal, weil kann nicht was. Ja, also wir gehen davon, wir zurück. Wir möchten einfach sagen, das ist ein Totalverlust. Der Totalverlust bedeutet aber, dass wir sagen, man würde, um das wieder aufzubauen, gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen. Und das ist einfach völliger Quatsch. Warum muss man das tun? Wenn ich heute, sagen wir mal, 1 Million investieren möchte, dann kann ich mir in Pattaya fast, noch nicht ganz, aber ich könnte mir fast hier schon ein neues Haus kaufen, wo ich dann aber auch sage, okay, ich bin in der Stadt, ich bin dabei, ich bin in der Nähe und ich kann das eigentlich machen, was ich machen möchte, ohne da wirklich gezwungen zu sein, dort zu leben. Wir haben nicht verloren. Das ist Nö, verloren ist es nicht. Aber nur, wir müssen lassen von nicht so viel denken, den Kopf hoch. Wir müssen tun hier Arbeit und weiter. Genau so ist das. Nein, wir haben das jetzt gedanklich von dem Lebensmittelpunkt eher in die Altersversorgung reingeschoben. Ja. Das heißt, okay, das wird ein Teil unserer Altersversorgung sein. Das ist überraschend, hatten wir nicht so geplant gehabt, aber ist ja schön, vielleicht kriegt man irgendwann mal für das Land, vielleicht auch für das Haus, wenn es einen Verrückten gibt, so viel Geld, dass man sagt, okay, und dann hat man weitere 20 Jahre, wo man noch leben könnte. Ob wir dann noch leben, weiß man nicht, aber gehen wir mal wohlwollend davon aus, dass wir noch ein paar Jahre leben werden. Das würde uns nach hinten raus sehr, sehr viel bringen. Im Moment ist es ein Verlust. Im Moment tut das Geld natürlich auch weh. Da haben wir schwer für gearbeitet, da haben wir einiges für getan. Aber es ist manchmal so im Leben, dass man bestimmte Dinge nicht verändern kann. Wir können nicht alle kommen. Genau so ist das. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir kennen ja die nächsten Wochen, Monate Planung. Bei mir geht es jetzt wieder los mit Arbeiten. Ich werde öfter wieder in Bangkok sein. Ja. So, das heißt, wir verschieben das Rübergehen nach Phetchabun immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten. Es wird keinen Sinn machen. Du auch Sorgen um mich, wenn ich bin nach Hause, weil ich alleine. Naja, du müsstest es dann alleine durchschlagen. Ja. Macht auch nicht viel Sinn, weil wie gesagt, von dort hinten zu arbeiten ist für mich erstmal uninteressant. So wie die Zeichen stehen, wird der Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert und ich werde hier auch nicht Nein sagen, ich nehme den erstmal mit. Man weiß nie, was kommt, man weiß nie, wo die Richtung hier hingeht im Moment. Ja. Und deswegen lassen wir das einfach. Wir werden da auch nicht großartig mehr Zeit und Gedanken investieren.
Wir schieben das weit, weit weg in die Zukunft und sagen einfach, okay, das ist es, da ist noch ein Stückchen Land, fassen wir nicht an, überlegen wir nicht jeden Tag drüber. Das ist so ähnlich wie wenn du ein Aktiendepot hast oder ein Kryptowährungsdepot. Da schaust du auch nicht jeden Tag drauf und fummelst rum, sondern lässt das einfach laufen und genauso machen wir das hier auch. Ja, liebe Zuschauer, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, ihr habt all die Informationen erhalten, die wir euch weiter liefern wollten. Wenn dazu Fragen sein sollten, gerne in die Kommentare. Ja. Wir sagen danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!